Stockhausens Tonbandkomposition Hymnen ist ein Stück, das sich auf verschiedenen klanglichen Ebenen entwickelt. Dies zeigt sich schon im Anfangsteil des Werks, den Stockhausen als erste Region bezeichnet. Diese Region der Hymnen aus aller Welt beginnt mit scheinbar chaotisch gemischten und aneinandergereihten Wort- und Musikfetzen. Stockhausen hat die Musik in dieser ersten Region mit Radioklängen aus aller Welt allerdings in seinem Uraufführungskommentar als strenge Formentwicklung beschrieben. Aus einem internationalen Kauderwelsch von Kurzwellensendern entwickelt sie sich als strenge, gerichtete Form. Prozesshafte Entwicklungen kann man in Stockhausens Hymnen deutlicher erkennen, wenn man darauf achtet, wie sich schon in den ersten Minuten die zitierten und verarbeiteten Nationalhymnen verändern. Am Anfang des Stückes erscheinen sie zunächst als kurze, isolierte und schwer identifizierbare Musikfetzen, die sich dann erst im weiteren Verlauf allmählich verwandeln in längere, prägnantere und leichter identifizierbare Ausschnitte aus verschiedenen Hymnen. Wenn die Ausschnitte aus Nationalhymnen aus aller Welt im weiteren Verlauf dann auch noch zunehmend länger werden, treten einzelne Hymnen stärker in den Vordergrund. Beispielsweise zunächst die Nationalhymnen von Ägypten und dann gleich daran anschließend das Deutschlandlied. Erst später kommt es dazu, dass eine vollständige Hymne ins Spiel kommt oder dass, wie es Stockhausen in seinem Uraufführungsvortrag genannt hat, eine einzelne Hymne als Zentrum in den Vordergrund tritt. Das erste Zentrum, das Stockhausen in seiner Tonbandkomposition einführt, ist keine Nationalhymne eines einzelnen Landes, sondern das Gegenmodell zur Vielfalt verschiedener Nationalhymnen, die Internationale, das bekannteste Kampflied der Weltrevolution und des internationalen Klassenkampfes. Mit dem Einsatz dieses Liedes hat die vorausgegangene musikalische Entwicklung ein erstes Ziel gefunden. Die Suche nach verschiedenen Nationalhymnen im weltweiten Radio mündet in einem Lied, das über nationale Grenzen hinausführt. Stockhausen hat bei seiner Verarbeitung der Internationale verschiedene Aufnahmen dieses Liedes verwendet. 2 Aufnahmen mit Männerchor und eine Blasmusikaufnahme. Bemerkenswert ist, dass die von Stockhausen ausgewählten Aufnahmen sich deutlich unterscheiden von den Radiohymnen, die er zuvor am Anfang seiner Tonbandkomposition verwendet hatte. Die Internationale erscheint anders als die Nationalhymnen nicht als offizielle Studioaufnahme oder als Aufnahme mit stummem Publikum auf dem Fußballplatz oder bei offiziellen politischen Anlässen, sondern als Außenaufnahme, als Dokument der Alltagswelt, vermischt mit Geräuschen oder mit alltäglichen Wortfetzen.
Die alltäglichen Einsprengsel, die auf dieser Aufnahme zu hören sind, zum Beispiel die Sprechstimme eines in den Gesang hineinredenden Mannes, hat Stockhausen nicht aus der Aufnahme herausgeschnitten, sondern er hat sie ausdrücklich einbezogen und in seine Mitlesepartitur eingetragen. Die Alltagsworte eines Mannes, eine halbe Stunde, sind nicht nur in der Originalaufnahme deutlich zu hören, sondern auch in Stockhausens Stück. Den Einsatz dieser Hymne markiert Stockhausen in seiner Tonbandmusik als Ziel der vorausgegangenen Entwicklung im Anfangsteil. Der Einsatz der Internationale wird markant angekündigt durch einen Akzent, durch einen elektronischen Akkord, der besonders hervorgehoben wird durch einen hohen Spitzenton und durch den hinzugemischten Männerchorgesang. So erreicht die Formentwicklung des Anfangs ihren ersten Höhepunkt. Diesem markanten Einsatz der Internationale folgt weniger auffällig der Einsatz einer Nationalhymne, der Hymne eines Landes, in dessen politischer Geschichte seit dem frühen 20. Jahrhundert die revolutionären Appelle der Internationale eine wichtige Rolle gespielt haben. Der Gesang der Internationale wird unterbrochen durch die Nationalhymne der Volksrepublik China. Die chinesische Nationalhymne lässt sich beschreiben als Umfunktionierung der Internationale zum Machtsymbol einer siegreichen nationalen Revolution. Der internationale Klassenkampf wird abgelöst durch nationalrevolutionäre Ziele einer neuen Großmacht, China. Die chinesische Nationalhymne erscheint in Stockhausens Hymnen als Einschub in die Internationale, als ein Einschub, der radiophon verfremdet und vermischt mit Radioklängen zu hören ist. Im größeren Zusammenhang dieses Werkes zeigt sich, dass der Einschub der chinesischen Nationalhymne die Vorrangstellung der Internationale als erstes Zentrum des Stückes keineswegs in Frage stellt. Das Zentrum der Internationale beginnt mit dem Männerchorgesang der Internationale. Er wird danach unterbrochen durch einen längeren Ausschnitt aus der chinesischen Hymne. Und danach setzt sich der Männerchorgesang der Internationale weiter fort. Die nationalrevolutionäre chinesische Hymne wird also gleichsam eingerahmt von Anfang und Fortsetzung der Internationale. So ergibt sich eine abwechslungsreiche Verarbeitung der Internationale im ersten Zentrum von Stockhausens Hymnen, und zwar in 3 Stadien: Anfang der Internationale, chinesischer Einschub, Fortsetzung der Internationale.
Wie Stockhausen verschiedene Aufnahmen der Internationale in einem Zentrum zusammengeführt und verarbeitet hat, lässt sich erkennen im Vergleich verschiedener Ausschnitte aus Originalaufnahmen mit deren Verwendung in Stockhausens Stück. Beispielsweise im Vergleich verschiedener Anfänge. Beide Männerchoraufnahmen der Internationale sind ungewöhnlich. Ungewöhnlich nicht nur in ihrer Alltagsnähe, sondern beispielsweise auch in ihren Anfängen. Am Anfang der ersten Männerchoraufnahme, der aufnahmetechnisch etwas unklar bleibt, sind alltägliche Begleitgeräusche zu hören und die zweite Aufnahme ist unvollständig. Sie beginnt erst in der zweiten Periode der Liedmelodie. Im Vergleich dieser beiden Originalanfänge mit Stockhausens Stück zeigt sich, dass auch bei Stockhausen ein klar profilierter Anfang der gesungenen Melodie nicht zu finden ist. Die Vermutung liegt nahe, dass die Besonderheiten der beiden Originalaufnahmen auch Einfluss auf Verarbeitungs- und Gestaltungsideen des Komponisten gehabt haben könnten. Zwei teils ungewöhnliche, teils unpräzise und unvollständige Originalaufnahmen könnten Stockhausen dazu angeregt haben, auch seine eigene Verarbeitung undeutlich einsetzen zu lassen. Man kann diese Vermutung überprüfen, wenn man die Anfänge beider Männerchoraufnahmen vergleicht mit dem Anfang der Internationale in Stockhausens Hymnen. Auch ein Vergleich verschiedener Schlüsse der Internationale in den beiden Männerchoraufnahmen und bei Stockhausen ist aufschlussreich. Die beiden deutsch gesungenen Männerchoraufnahmen schließen unspektakulär ab. In der ersten Aufnahme hört man laut reagierende Publikumsstimmen am Schluss und in beiden Aufnahmen ist zu hören, dass einige Sänger die Melodie mit volkstümlichen Terzparallelen begleiten. Stockhausens Verarbeitung erinnert stärker an die lauten Publikumsreaktionen als an die gemütlich abschließende Gesangsbegleitung. In Stockhausens Verarbeitungen des einstimmigen Männergesangs gibt es keine volkstümlich traditionelle Mehrstimmigkeit, wohl aber mehreres gleichzeitig auf andere Art, wie sie sich nur in technisch produzierter Musik erreichen lässt. Der Männergesang der Internationale wird in Stockhausens Tonbandmusik nicht naturgetreu verwendet, sondern künstlich vervielfältigt.
Stockhausen überlagert verschiedene Versionen des einstimmigen Männergesangs. Die Überlagerungen werden technisch so geregelt, dass die Männerchorstimmen zunächst deutlich asynchron zu hören sind, dass dann aber später mehr und mehr der asynchrone Gesang sich in synchronen Gesang verwandelt, durch technisch geregelte Angleichung der Tonarten und Tempi. Stockhausens Verarbeitung kann also gehört werden als Gegenstück zu den beiden Gesangsaufnahmen. Die Männerchoraufnahmen zeigen, wie unterschiedlich verschiedene Aufnahmen desselben Liedes klingen können. Stockhausens Verarbeitungen zeigen hingegen schon auf den ersten Verarbeitungsstufen, wie verschiedene Aufnahmen durch technische Verarbeitung einander angenähert werden können. Bei der Verarbeitung der Internationale hat Stockhausen 3 verschiedene Aufnahmen verwendet. Nicht nur 2 Aufnahmen mit einstimmigem Männergesang, sondern auch eine rein instrumentale Aufnahme mit einer Blaskapelle. Die Blasmusikaufnahme der Internationale hat Stockhausen anders verarbeitet als die Männerchoraufnahmen. Das lässt sich vor allem damit erklären, dass das gemütliche folkloristische Klangbild der Blasmusikaufnahme dem klassenkämpferischen Gestus der Internationale viel weniger gerecht wird als der kräftige Männerchorgesang. Ein Gesang übrigens, den Stockhausen in seiner Verarbeitung keineswegs propagandistisch verstärkt, sondern konzentriert auf die Leitwörter Internationale und Menschenrecht. Das popularitätsheischende Klangbild der Instrumentalaufnahme mit Blaskapelle passt auch zu diesen Leitwörtern nicht. Und das hat Konsequenzen auch für Stockhausens Verarbeitung. Stockhausens technische Verarbeitung verfremdet nicht nur das Klangbild, sondern auch den ursprünglichen politischen Kontext in fast schon parodistischer Überspitzung. Der Vergleich der originalen Blaskapellenmusik mit ihrer Verfremdung in Stockhausens Hymnen kann erklären, warum Stockhausen die Blasmusikaufnahme nur sparsam und bisweilen fast schon eher parodistisch eingesetzt hat. Stockhausens technische Verfremdungen der Blasmusik Internationale könnten daran erinnern, dass auch dieses Lied in einer Tonaufnahme zum technisch manipulierbaren Material umfunktioniert werden kann. Das ist auch in Stockhausens Tonbandmusik zu hören, allerdings nur ziemlich selten. Im Zentrum der Internationale ist der technisch manipulierte Männergesang häufiger zu hören als die technisch manipulierte Blasmusik. Das zeigt sich besonders deutlich am Schluss dieses Formteils. Der einstimmige Männergesang hatte zuvor, auch in mehrschichtigen Überlagerungen, in Stockhausens Hymne noch so gewirkt wie der Gesang von mehreren aus der Ferne anrückenden Männerchören. Wenn dann im weiteren Verlauf die Gesänge sich mehr und mehr einander annähern und auch in synchronisierten Massengesang verwandeln, dann wird deutlich, dass hier Unterschiedliches zusammengeführt und in einen größeren Kontext integriert wird. Die Verarbeitung der Internationale verwandelt sich in ihrem letzten Stadium in die Überleitung zu einem anderen politischen Kampflied aus früherer Zeit. Rhythmisch markante Motive der Internationale verwandeln sich in das rhythmisch markante Anfangsmotiv der Marseillaise.